so, dass eine Tomate nicht immer gleich eine Tomate ist? Wenn du als Deutscher eine Tomate sagst, wird keiner dich verstehen. Keiner. Genauso wie mit einer Kartoffel. Wenn du Kartoffel sagst, ist es ein Erdapfel. Warum? The interesting thing about languages is not only that there are so many different languages out there, but that you can be a native speaker of a language and go to another country where that is also the official language and not be understood. This is what happened to me recently when I went to Austria, and it was the coolest experience ever because I found out that when you as a German person go to Austria and want to order something with potatoes, they ain't potatoes, they ain't your kartoffels, they are something else. So Martin and I are going to show you guys the exact differences between Austrian German and German German. So I hope you enjoy this video. Ja, hallo, servus. Servus, also wir befinden uns gerade in Wien. Ich bin mit dem Martin und genau, heute werden wir ein paar Unterschiede zwischen deutschem Deutsch und österreichischem Deutsch besprechen. War? Das sagt man in Berlin so, war, anstatt so richtig oder so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das war in dem Fall heißt. War, das ist so richtig, ja? Okay. Okay, also Martin, erzähl mal, was sind typische Unterschiede, die man in Österreich sagt, die man in Deutschland überhaupt nicht verstehen würde und genau umgekehrt. Zum Beispiel meine erste Erfahrung war mit einer Marille, heißt es Marille? Ja. Genau, wir haben Eismarillenknödel gegessen und genau, das war eine Aprikose, wie ich danach herausgefunden habe. Was gibt's noch? Genau, also gerade was Essen betrifft, ist ja sowieso fast alles in Österreich anders wie in Deutschland. Also insbesondere bei Obst und Gemüse, wie zum Beispiel sagen wir Paradeiser und in Deutschland sagt man Tomaten. Oder wir sagen Karotten und in Deutschland sind das die Möhren. Aha. Und Fleischbällchen, hast du gesagt vorhin. Ja. Oder Frikadellen. Das, was in Deutschland die Frikadellen sind, sind bei uns die Fleischlaberl. Aha. Oder bei uns gibt es ein Grillhändel und kein Hähnchen oder Hühnchen. Genau, ich dachte mir, als ich Händel gehört habe, so, hä? Händel, so wie Handeln? Was verhandeln wir hier? Und dann habe ich festgestellt, dass es Hähnchen war. Und was noch? Gibt es zum Beispiel Sprüche oder Sachen, die man hier so typisch, also typische Redewendungen zum Beispiel in Österreich? Also typische Redewendungen fällt mir jetzt nicht direkt was ein, wo ich sage, das ist österreichisch und das versteht man in Deutschland nicht. Also so andere Wörter, die unterschiedlich sind, wäre zum Beispiel in Österreich das Wort Mistkübel, was in Deutschland keiner versteht, was ich schon gehabt habe, wo mich Deutsche so anschauen, weil das dort Mülleimer heißt. Ja. Oder zum Beispiel bei uns der Rauchfang, der in Deutschland der Schornstein ist. Aha. Eine Sache, die mir aufgefallen ist zum Beispiel bei Wörtern mit einem Umlaut, zum Beispiel fahren, wo ich sage, du fährst oder er fährt, sagst du Fahrt. Ja. Genau, das ist mir aufgefallen. Und noch? Oder was mir jetzt gerade auch einfällt, was noch so ein Unterschied ist, ist, wie wir die Zeit beschreiben oder die Zeit lesen. Aha. Das heißt zum Beispiel, wenn es jetzt 13:15 Uhr ist, 13:15 Uhr, sagt der Deutsche, es ist 1:45. Ja. Und der Österreicher sagt, es ist 1:45. Da gibt es dann auch öfter Missverständnisse bei den Uhrzeiten, wie spät es ist. Sagt ihr auch zum Beispiel, wenn es, sagen wir, 5:25 ist, dass es ist so 5 vor halb 6. Benutzt ihr das auch? Ja, genau. Okay, das ist dann kein Unterschied. Genau, aber ich finde den Akzent richtig geil. Also ich glaube, zum Beispiel deutsches Deutsch ist so, man spricht wirklich alles so aus. So, es ist quasi richtig, ja, korrekt, wenn man das so sagen kann. Weißt du, alles wird ausgesprochen. Und ich habe das Gefühl, dass Österreicher viele Wörter einfach so abkürzen oder das Ende nicht sagen. Das ist so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Ja, kann sein. Also die umgangssprachliche Sprache ist ja auch immer anders wie die geschriebene Sprache. Ja, auf jeden Fall. Hängt auch natürlich auch davon ab, in welchem Bundesland man sich befindet. Da sind die Dialekte auch ganz anders. Also zum Beispiel Leute, die aus Vorarlberg kommen, die verstehen auch andere Österreicher oft nicht. Oder aus Tirol, hast du ja gesagt. Ja. Also, das waren ein paar Unterschiede zwischen deutschem Deutsch und österreichischem Deutsch. If you guys speak a dialect of any language, I would love to know what are some words that are just completely different
that no one else would understand, even if they say they speak that language? Or perhaps if you come from Germany or Austria, what are some different words that we have in Germany that you guys say completely differently, such as Paradeiser, or even just the way you greet someone. Instead of saying hallo or hi, that you say servus. So what are some dialects that you know? Leave your response in the comments and I will see you guys in the next video. Ciao! Lustig. Lass mal gucken, was es gibt. Pfannkuchen. Ah, Kaviar. Was kenne ich? Hast du die schon mal probiert? Das sind Pelmeni. Welche? Die